Well, hello there. Hello. Today we're doing something quite unusual. But when I was a kid, this dish that we're about to make was not unusual at all. It's called Saure Eier. Heute machen wir etwas ganz nicht so Untypisches, aber als ich Kind war, gab es das bestimmt einmal die Woche. Saure Eier. It is super simple to make. Doesn't really look that appealing, I have to admit, but it tastes yummy. Es ist ganz einfach zu machen, sieht an und für sich gar nicht so besonders gut aus, aber schmeckt fantastisch. So, what do we need? We need a little bit of butter, a spoon or two of flour, some cold water, and then to taste, plain vinegar, a little bit of pepper, a little bit of salt, a little bit of sugar, and some hard-boiled eggs. Now I have 5 hard-boiled eggs. This is the 5th one. Now you could use them just like that, but my Oma, my grandma, always cut them into pieces. Now this could have very well been to stretch the dish, but I'm keeping that up. So in this case, 5 boiled eggs. But you could do more or less eggs. That all depends on how you like it. So, was brauchen wir? Butter, Mehl, kaltes Wasser, einfachen Essig, Pfeffer, Salz, eine Prise Zucker und Eier. Die sind hart gekocht. Ich habe hier 5. Die kann man auch ganz in die Soße hineintun, aber meine Oma hat sie immer in Stücke geschnitten, möglicherweise damit es mehr aussah. Und ich mache es heute auch immer noch so. Also, dann gehen wir mal zum Herd. Alright, let's go over to the stove. And in the meantime, we do need some boiled potatoes to serve it. Die Salzkartoffeln kochen schon, denn die brauchen wir ja, um es dann zu servieren. Also, zum Herd geht's. So, jetzt haben wir ungefähr 1,5 Esslöffel Butter here, approximately a tablespoon and a half of butter. And again, that all now depends on your taste. You might like less butter, you might like more butter, you might even want oil instead. Das kommt alles darauf an, wie Sie das so möchten. Sie können mehr Butter nehmen, weniger Butter oder gar keine Butter, sondern vielleicht Öl. Was wir jetzt machen, ist einfach eine weiße Soße. We're just making a roux. So, let's turn the heat up a little bit so the butter melts faster. And when the butter is melted, we're just going to add flour. Jetzt ist die Butter zerlassen und jetzt kommt einfach Mehl dazu. 1 gehäuften Esslöffel, 2 gehäufte Esslöffel. Das kann möglicherweise schon alles sein. 2 heaping teaspoons is possibly all we need for the quantity of sauce we're making. So we'll find out. And to make the roux is we're going to whisk this into a ball like that. Also eine Art Brandteig. And when we have it to this consistency, we start adding a little bit of cold water. And we stir it. So das waren so circa 100 Milliliter Wasser. That was approximately 100 milliliter of water. And now we basically mix it in until it's nice and thick. And that there aren't any lumps left. Just like that. And now another, maybe 50 milliliter to 100, about 100. And let's do the same procedure again. We're whisking it to incorporate and cook all the flour. Mit dem Schneebesen das alles schön vermischen, damit das Mehl schön verkocht und die Soße natürlich anlegt. Ungekochtes Mehl schmeckt wirklich nicht gut. If the flour isn't cooked properly, it just doesn't taste right. Now bring it to a boil in between. Immer etwas mehr kochen zwischendurch. But always making sure that we're not overcooking
that we're not burning it. So I'm turning the heat down a little bit. And I notice it's getting thicker again and too thick. So another 50 milliliter of cold water. I'm wondering if that is enough. We'll see. Now we're gonna let it cook a little bit. We can raise the heat again, and I'm just gonna use this wooden spoon to make sure I'll scrape it out of the corners, because that can potentially burn and then the sauce tastes burnt. Ich nehme diesen Kochlöffel und kratze das so aus den Ecken mit raus, und damit das nicht anfängt zu verbrennen, denn dann schmeckt die Soße verbrannt. Because the goal here really is to just cook out the flour. Das Ziel hier ist wirklich, das Mehl schön zu kochen, damit es nicht nach trockenem Mehl schmeckt. So ist es gut. Na, vielleicht doch sogar noch ein bisschen zu dick. Also noch ein Tropfen, diesmal vielleicht nur 20 Milliliter Wasser dazu gießen. Und das ist unterschiedlich. Das kann man nicht direkt ausmessen, sondern eben das muss man probieren. Yeah, unfortunately you can't really measure it and say exact measurements because it often has to do with the flour itself. Now it looks like it has the consistency I want. And if you take a look here, it's sort of like almost like a loose custard. Wie ein bisschen suppiger Pudding. So, und das ist jetzt auch schon fertig. Ohne die Gewürze natürlich schmeckt es nach nichts. Alright. Okay, so, jetzt wird es abgeschmeckt. Eine schöne Prise Salz. Und das hat jetzt alles damit zu tun, wie Sie es am selbst mögen. This is now all a very subjective matter, how you like your taste. Lots of salt, little salt, hard to say. Pepper. Some people would prefer white pepper. I prefer black pepper because I like the speckles. Ich mag den schwarzen Pfeffer, weil ich gerne die Pfefferkörnchen sehe. Viele Leute würden jetzt weißen Pfeffer reinmachen, aber mir gefällt das gut. So, und jetzt den Essig reinmachen. Und zwar fangen wir erstmal mit 3 Esslöffeln Essig an. 1, 2, 3. 3 tablespoons of vinegar. And we'll see how it goes from there. Etwas Zucker dazu. Und da muss man vorsichtig sein. Es kann schnell zu süß sein. A little bit of sugar, not too much. I would say a half a teaspoon. Okay. So, nun wollen wir mal schauen. Ist es süß-sauer oder noch nicht? Is it sweet and sour or not yet? It is, but not sour enough. We need more vinegar. 2 more tablespoons, 2 weitere Teelöffel. Aber das ist Ihnen auch wieder überlassen. Vielleicht mögen Sie ja so viel Essig gar nicht. 2 more tablespoons, but again, that is up to you. I love it really sour. Some people don't. So you have to play with it, um zu sehen, wie es Ihnen am besten gefällt. So, nun machen wir wieder abschmecken. Haha, perfekt. Und jetzt kommen die Eier rein. And now the eggs. And then all you have to do is very gently, because you don't want to destroy the eggs, they're already small. Und dann einfach die Eier unterheben. Wir wollen die ja nicht kaputt machen, die sind ja sowieso schon klein geschnitten. So, jetzt schmeckt das natürlich wieder anders, weil die Eier mit dazugekommen sind. Jetzt müssen wir nochmal abschmecken.
mehr Salz. More salt. Eine schöne Prise Salz. Und ich glaube, vielleicht doch noch ein bisschen mehr Essig. Mal schauen. Das ist so ein Balanceakt, um zu sehen, wie viel und immer ein kleines bisschen. It's like a balance act. Mehr Essig. Das war nochmal ein Esslöffel. Also ich glaube, wir haben jetzt alles in allem 6 Esslöffel drin, oder? I think all in all we have now 6 tablespoons of vinegar in here, don't we? I don't know. But like I said, it is to taste. Und wieder abschmecken. And tasting again. Perfect. Okay. Das sind saure Eier. Ich glaube, meine Kartoffeln sind jetzt auch fertig. Jetzt werde ich das nur servieren und dann zeige ich Ihnen, wie das aussieht. This is my sweet and sour Eier eggs. My potatoes are ready too and I'm going to show you how to serve it. Und so wird es serviert. Salzkartoffeln. So I would recommend boiled potatoes and now a nice heaping ladle over top. Or 2. And as I said before, it doesn't look very appetizing because it's so pale. Und wie ich schon gesagt habe, es sieht gar nicht so appetitlich aus, weil es so blass ist. Aber es schmeckt fantastisch. But it tastes wonderful. Guten Appetit. Und wenn Ihnen das gefallen hat, dann einfach klicken und vielleicht uns sogar eine Nachricht hinterlassen. Also, bis zum nächsten Mal. So long, bon Appetit.